Das ist doch mal eine Pistole aus Österreich, oder? Einfach cool. Schöne Airsoft. Sieht das immer noch absolut scheiße aus. Definitiv einen Daumen runter. Und jetzt fässt sich das absolut fantastisch an. Disconnector, hier alles aus Stahl gefertigt. Der Hammer aus Stahl. Firing Pin auch komplett aus Stahl. Für mich ist es leider eine No-Go und ich finde das mega traurig, weil ich zeige es nochmal rein. Sie ist einfach genial. Intro ist durch, da bin ich wieder, Bruce BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich hier wieder eine schöne Pistole für euch, die ich euch gerne hier im Review vorstellen möchte. Und zwar die Steyr Arms L9 A2 MF Multiframe als Gas Blowback, hergestellt von KJ Works im Auftrag von ASG, importiert von GSG. Ziemlich lang. Was das für Auswirkungen hat, da kommen wir später drauf. Ein Punkt, der mir nicht so gut gefällt, aber wir sind noch ganz am Anfang. Und was mir richtig gut gefällt, das ist Soft Airsoft. Der Uwe, der hat mir hier dieses Paket zugeschickt, damit ich euch die Airsoft zeigen kann. Und ich freue mich persönlich eigentlich extrem, dass es jetzt diese Steyr Arms als Gas Blowback gibt. Ich glaube, als Non-Blowback gibt es die schon seit zig Jahren, auch von ASG. Und ich habe immer gesagt, Mann, warum bringen die da keine Gas Blowback raus? Voriges Jahr, glaube ich 2023, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, den Prototypen in der Hand gehabt. Oder war das 22? Ich weiß es nicht. Jedenfalls dieses Jahr auf der IWA konnte ich schon mit rumspielen und war total begeistert. Und ich wusste, das Ding muss in meine Sammlung. Nicht so, wie sie hier in meinen Händen ist, aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Kostenpunkt erstmal. Ja, falls ihr Interesse habt, nach dem Review euch hier diese schöne Pistole zu kaufen, rund 190 Euro. Links packe ich euch in die Videobeschreibung, aber ich würde sagen, jetzt genug im Quatsch. Jetzt starten wir, packen wir das Ding aus. Nee, wie heißt es so schön? Gucken wir uns mal die Lieferumfang an. Geliefert bekommt ihr hier die Steyr in diesem Pappkarton mit einer technischen Zeichnung von der L9 A2. Auf der Rückseite haben wir nochmal ein riesiges Steyr Arms Logo. Ja, wie gesagt, produziert von KJ Works im Auftrag von ASG. Ich mache mal auf. Dann haben wir hier einmal eine englische Anleitung. Da steht alles drin, was man so für den ersten Start braucht. Ja, nochmal ein Überblick, Sicherheitshinweise, wie man das Gasmagazin lädt bzw. CO2-Magazin lädt, wie man das Hop-Up einstellt, wie man die Griffrücken tauscht. Ja, und dann haben wir hier auch nochmal eine technische Zeichnung mit Teileliste, also alles, was wichtig ist. Und das Ganze auch nochmal als deutsche Kurzanleitung übersetzt mit den Wesentlichen, damit ihr auch Einsteiger schnell starten können, ohne Probleme zu haben. So, und dann haben wir natürlich das Schmuckstück selber nochmal in so einer Tüte verpackt. Nehme ich mal raus. Ja. Ich habe hier auf der Tüte noch so ein paar Sticker, die sind normalerweise an der Airsoft dran. Die habe ich jetzt mal entfernt. So sieht das gute Stück aus. Absolut futuristisch, ergonomisch bis zum geht nicht mehr, durchdacht. Perfekt für den Schützen. Haben wir hier eine ganz andere Striker-Fired-Pistole, als wir das sonst so kennen. Ausgeliefert wird hier die Airsoft mit einem CO2-Magazin. Ihr könnt euch auch ein Green Gas-Magazin kaufen, funktioniert auch tadellos. Kapazität von dem Magazin hier 22 Schuss. So, das ist aber noch nicht alles. Hier in dieser kleinen Kiste haben wir noch ein bisschen Zubehör und das feiere ich total ab. Wir haben hier im Preis von 190 Euro eine ganze Menge Zeug dabei. Ich nehme das mal raus. Da haben wir zum einen eine Sechskantschlüssel, den braucht ihr, um die CO2-Kapseln zu befestigen am Magazin. Dann haben wir hier noch eine Packung mit 6 mm BBs. Leider steht nirgends drauf, was das hier für ein Kugelgewicht ist und ob das Bio ist. So, und jetzt, absolutes Highlight befindet sich hier in dieser Tüte. Die
A2-Variante von der Steyr hat einen absolut ergonomischen Griff, den man auch noch anpassen kann an den Schützen. Und wir haben hier von ASG zwei verschiedene Griffrücken. Einmal hier in der Größe S, in der Größe L und auch noch Seitenpaneele in der Größe S verbaut. Ist hier schon vom Werk aus einmal hier an der Seite M und hier Griffrücken auch M. Und auch diese Kombination mit dem M absolut perfekt gemacht für meine riesigen Hände. Die Steyr ist wie für mich gebaut, fässt sich wirklich, als wäre das eins mit meiner Hand. Also von daher für mich eins der ergonomischsten Pistolen, die ich kenne. Ja, und das ist alles im Lieferumfang dabei. Ich bin absolut begeistert. Daumen hoch für den Lieferumfang. Ich würde sagen, machen wir mal weiter. Ich habe was vergessen. Und zwar hier diesen kleinen Schlüssel. Der ist auch noch im Lieferumfang enthalten. Ich hole den mal raus. Und das feiere ich richtig ab. Und das ist auch ein Zeichen, dass KJ Works hier viel Liebe ins Detail gesteckt hat. Das hier ist der Schlüssel, um die Steyr auch hier manuell für den Transport nochmal zu sichern. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch später. Ich würde sagen, ich nehme sie jetzt in der Hand und dann erzähle ich euch erstmal was über die Real Steel. Ja, Real Steel Facts zur Steyr. Ja, wenn man den Begriff Steyr hört, denken viele bestimmt nicht an eine Pistole, sondern vielmehr an Traktoren. Ja, Steyr hat auch Traktoren hergestellt. Nee, ich denke mal 99,99% verbinden mit dem Begriff Steyr die Steyr AUG. Das ist wirklich was absolut Fantastisches, was ich hier in den Händen halte. Denn das war mit der französischen FAMAS F1 die allererste in Serie gefertigte Bullpup-Sturmgewehrreihe für das Militär. Und Österreich setzt diese Steyr AUG immer noch ein. Natürlich nicht mehr hier in dieser Oldschool-Variante, wie ich sie habe. Das sieht dann jetzt schon so aus, blende ich euch mal ein. Aber wie gesagt, Steyr hat sich auch darum gekümmert, Pistolen herzustellen. Wir kümmern uns jetzt natürlich um die M-Reihe, die M-Pistole. Das ist nämlich der Vorläufer hier von dieser Steyr L9A2 MF, die ich hier in meinen Händen halte. Begonnen hat alles 1999 mit der normalen M-Reihe. Da gab es die M9, M40 und M357. Die Zahlen entsprechen immer dem Kaliber: 9 für 9 mm, 40 für 40 Smith & Wesson und 357 für 357 SIG. 2013 wurde das Ganze nochmal überarbeitet. Dann kam der Begriff A1 dazu und auch noch verschiedene Längen. Es gibt einmal die C9, das ist die kompakte, die M9 mittlere Größe und die L9 als die Large. Die blende ich euch alle hier mal ein. 2019 wurde dann die Waffe noch einmal überarbeitet, vor allem hier unten das Griffstück. Das wurde jetzt so aufgebaut, dass es sich jetzt für den Schützen anpassen lässt. Ich habe es ja schon beim Auspackvideo gesehen, wir haben hier unterschiedliche Griffrücken und Seitenteile. Der Beaver Tail wurde hier nochmal überarbeitet, sodass hier die Hand ja wirklich absolut perfekt in der Waffe sitzt. Und des Weiteren, daher der Begriff MF, wir haben hier ein Modular Frame. Das heißt, genauso wie bei der Beretta APX oder wie bei der SIG M17 ist jetzt dieses Griffstück kein waffenrelevantes Teil mehr, sondern nur noch diese Trigger Group. Wir haben das hier auch schön nachgebildet hier bei der Airsoft Replika. Wir haben hier wieder diese Seriennummer, die befindet sich nicht im Griffstück, sondern in der Trigger Group. Wir können hier mit wenigen Handgriffen die Trigger Group rausnehmen, reparieren oder austauschen oder halt den anderen Frame hier reinsetzen. Und so hat sich Steyr auch dem aktuellen Markt angepasst. Das Geniale, das muss ich ehrlich nochmal sagen, Steyr kommt aus Österreich und hat einen riesigen Konkurrenten. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich halte es hier mal rein. Glock. Die kam ja 1980 mit der Gen 1, mit der Glock 17 auf den Markt. Das war die erste Striker-Fired Pistole. Na, nicht die allererste, aber die erste teilgespannte Polymer-Reihenfeuerpistole
auf der Welt. Angefangen hat alles, das zeige ich euch auch noch mal rein. Ich denke mal, das wissen gar nicht so viele. Das war die Heckler & Koch VP70. Die kam schon in den 70ern raus, wurde von 1970 bis 1984 produziert und war die allererste Pistole mit Polymer-Griffstück, kombiniert mit einem zweireihigen Magazin, 18 Schuss, und wir haben hier ein hammerloses System, also auch Striker fired, wie man so will, aber nicht teilgespannt. Das heißt, der Schütze musste den vollen Weg hier mit dem Abzug betätigen. Ganze satte 4 Kilo Abzugsgewicht, um den Schlagbolzen zu spannen und ihn wieder in die Entspannung zu bringen, um den Schuss auszulösen, und das halt bei jedem Schuss. Ja? 4 Kilo drücken. VP steht für vollautomatische Pistole 70, das ist aus den 70ern kommt. Im Volksmund heißt sie auch Volkspistole und vollautomatische Pistole. Wir haben hier die Möglichkeit, hier hinten noch einen Stock anzubringen, und dann kann man entweder Einzelfeuer oder Dreier-Burst mitschießen. Das ist, wie gesagt, der Vorläufer aller Striker-Fired Pistolen. Glock hat sich dem angenommen und hat hier den absoluten Marktführer hergestellt und hat sich eigentlich vom Design wenig geändert. Ja, wenn man die Generation 1 daran hält, ich halte sie hier mal als Bild hier mit dazu, nicht viel geändert. Es wird geändert in den Kalibersorten, in der Framegröße, in den Farben. Die neuen haben jetzt hier auch die Möglichkeit, den Griffrücken zu tauschen, andere Kalibersorten. Aber eigentlich sind sie sich immer treu geblieben. Wir haben hier, finde ich, immer noch eine ziemlich langweilige Pistole, und schaut euch jetzt noch mal die Steier rein. Fantastisch, oder? Das ist doch mal eine Pistole aus Österreich, oder? Ich feiere die richtig ab. Hatte ich schon erwähnt, dass die absolut ergonomisch ist. Jetzt auch gerade im Vergleich, ich habe mir jetzt hier mal die Glock 17, habe ich mir auch einen anderen Griffrücken angemacht, sodass es für meine Hand gut anliegt. Ja, es geht, aber ich kann mich nur wiederholen, wer einmal dieses Steyr in die Hand genommen hat, ja, er wird sie lieben. Ich könnte mir auch vorstellen, sie als Sportschütze zu verwenden, denn das Ding ist wie für mich gemacht. So, ich denke mal, das reicht jetzt auch von der Real Steel. Ihr wollt jetzt auch bestimmt mal was erfahren über den Airsoft-Nachbau, und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Ja, schauen wir uns mal die Verarbeitungsqualität, die Passgenauigkeit und die verwendeten Materialien an. Passgenauigkeit, muss ich ehrlich sagen, bin ich absolut begeistert. Der Schlitten, minimales Spiel. Wenn ich hier mal den Klappertest mache, hört man das Klappern, und das liegt hier am Outer Barrel. Wenn ich den mal festhalte, ja, haben wir hier keinerlei Geräusche. Magazin sitzt hier auch absolut wackelfrei drin, und von daher haben wir auch wenig Spiel. Wenn wir hier die beweglichen Teile mal durchgehen, ja, flutscht wie ein Zäpfchen, so wie es sein muss. Verwendete Materialien, Schlitten besteht komplett aus Aluminium, hat eine schöne matte schwarze Beschichtung, genauso wie beim Original. Und was ich absolut fantastisch finde, ich drehe das mal hier zur Seite, der Outer Barrel bzw. auch die Patronenkammer haben so richtig so ein glattes, glänzendes Finish, genauso wie beim Original. Und ich hoffe, ihr könnt es hier auch so ein bisschen reinschauen, so eine ganz kleine, feine Detailgeschichte. Seht ihr hier dieses kleine Messingfarbene? Hier wird mit angedeutet, als würde sich eine 9 mm Patrone in der Patronenkammer befinden. Ein richtig nettes Detail, finde ich absolut klasse. Und was ich auch klasse finde, apropos Details, guckt euch mal das Griffstück an. Ich hatte euch ja schon gesagt, Seitenteile, Griffrücken kann man alles tauschen. Und auch die Texturierungen sind genauso wie beim Original. Sieht so stippelig aus hier, so wie Sandpapier. Hier der Rücken hat so dieses Waffelmuster, und diese Vertiefung ja alle wirklich so angelegt, dass wenn der Finger hier sitzt, sieht ihr diese Schräge, ich setze hier mal den Finger an, genau die Schräge, wie mein Finger gehen würde, und auch auf der anderen Seite, ich muss ehrlich sagen, absolut fantastisch gefertigt. Wir haben jetzt hier auf der Rückseite haben wir auch nochmal eine kleine Picatinny. Da können sich Leute, die sich nicht in Deutschland befinden, Laser und Lampen anbringen. Wir, weiß ich nicht, können uns da einen Griff ran montieren oder irgendeinen Dummy. Wir haben wie beim Original auch hier diese Trapezvisierung. Ja, sieht auch sehr, sehr speziell aus, um das Ziel gut anzuvisieren. Das hat hier
KJ Works auch absolut genial übernommen. Und wir haben noch so andere kleine Features, die zeige ich euch später. Worauf wir uns jetzt stürzen, und das ist jetzt das Thema, was mir absolut Bauchschmerzen bereitet und ich eigentlich gar keine Lust habe, ich muss jetzt hier meinen Frust loswerden, das sind die Markings. Ich muss es sagen, dank ASG hat hier diese Pistole alle authentischen Steyr-Markings. Hier am Schlitten sehen wir hier Steyr Arms Austria mit dem Kaliber 9x19. Ein weiteres Steyr-Logo finden wir hier am Seitenpanel, jeweils auf beiden Seiten, und hier auch nochmal sehen wir dieses M, das heißt, wir haben hier die mittlere Größe verbaut. Ich zeige euch das auch nochmal hier bei dem Griffrücken rein, da können wir das auch nochmal schön sehen. Da haben wir hier auch nochmal die Kennzeichnung M. Gucken wir uns aber auch genauer an, wenn wir hier die Panel mal wechseln. Und jetzt, ich traue es mich nicht, es umzudrehen, aber ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen. Ich drehe jetzt mal auf die andere Seite. Ja, da haben wir jetzt auch schön tief ins Material eingeprägt. L9A2 MF Steyr. Aber, und ihr seht es selber, ich denke mal, ihr könnt es auch aus 3 Kilometer Entfernung sehen, warum ich jetzt nicht so begeistert bin. Wir haben hier ein richtig fettes, bösartig großes, weiß leuchtendes ASG-Logo drauf. Ein richtig fettes, leuchtendes, dickes F mit 6 mm. Da frage ich mich auch schon, liebt ASG es überhaupt Airsoft herzustellen? Ich würde behaupten, die lieben sich eher mehr selber als ihre Waffen, die sie herstellen. Warum ist das hier auf der Seite von dem Schlitten draufgeklatscht? Wozu denn überhaupt noch die Original-Markings, wenn das Ganze mit diesen ASG-Logos versaut wird? Verstehe ich überhaupt nicht. Wenn ihr schon sagen wollt, hey, guck mal hier, ASG hat das hergestellt, dann macht es doch als Aufkleber, ja? Wie so ein Heckscheibenaufkleber bei so einem Auto. Ich kaufe mir doch auch kein Auto, wo einer dann fett drauf lackiert hat. Mercedes-Benz-Haus in Berlin-Tempelhof, ja. Das sind ja auch nur Aufkleber, die man sich abmachen kann. Und hier verstehe ich das gar nicht. Man kann das auch alles schön dezent hier auf die Unterseite bringen. Und der absolute Hammer, ja, und das regt mich jetzt noch zusätzlich auf, dafür kann ASG nichts. Wir haben hier leider das Problem, dass auf der Waffe sich auch noch der Importeur verewigen muss und auch noch die PTB-Nummer. Der Importeur, hier in diesem Falle, wer mag denn das nur sein? Wer kann das nur sein? Ich komme nicht drauf. Kommt ihr drauf? Es ist GSG. Richtig fett drauf. Hier über nochmal den Markings drauf gelasert mit der PTB-Nummer. Hässlicher, unansehnlicher geht es wirklich nicht. Auch hier, warum nicht hier unten? Für mich ist das jetzt schon ein absolutes No-Go, diese Waffe hier zu behalten, geschweige denn zu kaufen. Ich werde sie auch aus diesem Grunde leider zurückgeben, weil es tut mir in der Seele weh. Wie kann man so eine Airsoft so versauen? Das geht mir echt nicht in den Kopf, ja. Ich verstehe es nicht, Es betrifft jetzt nicht nur hier die Steyr, das sind ja alle Airsoft-Waffen von ASG, da prangt ganz fett immer diese Reklame drauf. Ich verstehe es nicht. In Asien, wenn man sich in Asien die KJ Works Steyr kauft, dann ist dieses Logo hier nicht drauf, das Logo ist nicht drauf, dann sieht die absolut sauber aus, ja. Da überlege ich mir wirklich schon, die aus Asien zu importieren, eine Einzelabnahme zu machen mit einem dezenten F hier unten, um ja, eine schöne Steyr L9 M2 A2 MF zu haben. Aber das Ding gibt von mir definitiv einen Daumen runter, was die Markings angeht. Weiter geht's mit den technischen Daten. Heute die KJ Works Steyr L9 A2 MF mit einem Gesamtgewicht von 713 Gramm. Ungefähr 70 Gramm nur leichter als das Original. Die Länge stimmt 1:1 überein, 200 mm. Lauflänge haben wir hier 103 mm. System Gas Blowback, Kaliber 6 mm mit einer Magazinkapazität von 22 Schuss. Haben wir hier eine angegebene Energie von 300 FPS, das sind ungefähr 0,8 Joule. Ich werde jetzt versuchen,
das für euch im Chrono nachzumessen, ob wir hier an die Herstellerangaben rankommen. Des Weiteren interessiert mich, wie viel Schuss kann ich denn mit so einer CO2-Kapsel rausschießen, bis hier wirklich rein gar nichts mehr geht. Das teste ich auch gleich für euch. Ja, und dann geht es zum Schusstest auf 10 Meter und danach sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt die letzten schnell. Schauen wir uns die Details und Funktionen an. Zunächst im vorderen Bereich. Der Outer Barrel hat hier kein innenliegendes Gewinde. Ihr könnt hier also keine Tracer oder Muzzle Flash Generatoren anbringen. Oberhalb befindet sich hier die starre Visierung, die auch wirklich schön fest und starr montiert ist. Hier wackelt rein gar nichts. Auch im hinteren Bereich, die Visierung sitzt absolut bombenfest. Ich halte auch noch mal so rein, damit ihr sehen könnt, haben wir hier authentisch diese Trapezvisierung. Wir haben hier wie beim Original vorne eine Texturierung, auch im hinteren Bereich, sodass wir die Airsoft in beiden Positionen ohne Probleme durchladen können. Im unteren Bereich, hatte ich euch auch schon gesagt, haben wir hier diese Rail, wo ihr euch Laser oder Licht anbringen könnt, wenn ihr nicht aus Deutschland kommt. Ansonsten ja, für Deutsche, die können sich hier einen Griff oder eine Banane ankleben. Mehr geht leider nicht. Gehen wir weiter, schauen wir uns die Bedienelemente ein. Da haben wir einmal auf der Seite hier den Zerlegehebel, da kommen wir später drauf, wenn wir die Waffe mal auseinandernehmen. Und dann haben wir hier an dieser Stelle, und das ist jetzt das richtig Geniale, die Transportsicherung. Die hat KJ Works auch authentisch nachempfunden. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ihr braucht hier auch definitiv jetzt hier diesen Schlüssel, der auch im Lieferumfang enthalten ist. Die Sicherung hat zwei Positionen. Einmal F für feuerbereit, S für gesichert. Wenn wir die Airsoft jetzt sichern wollen für den Transport, müsst ihr hier den Schlüssel ansetzen, in die beiden Löcher stecken, dann einmal reindrücken und in die S-Position drehen und loslassen. Dann sieht das Ganze so aus. Wenn ich jetzt mal die Airsoft einmal durchlade, ja, kann ich den Abzug zwar drücken, aber nichts passiert. Wenn ich jetzt wieder die Airsoft schussbereit machen will, muss ich den Schlüssel wieder reinstecken, etwas drücken, in die oberste Position bringen und dann sieht das Ganze wieder feuerbereit aus und ich kann jetzt abdrücken. Ich hatte ja erzählt, dass wir hier einen Multiframe haben, so auch hier bei der Airsoft.
Im Griffstück gibt es hier wie beim Original eine Aussparung, wo wir hier drinnen die Seriennummer sehen können. Wenn wir nachher die Airsoft auseinanderbauen, werdet ihr sehen, wenn ich jetzt hier die Triggerbox rausnehme, dass hier dann die Seriennummer zu sehen ist. Schauen wir uns mal die Bedienelemente von der Steyr hier an. Diese sind komplett für den Rechtshänder ausgelegt. Es gibt nur ein Bauteil, das ist der Magazinlöseknopf. Den können wir hier von links auf rechts umbauen, zeige ich euch nachher, damit der Linkshänder das Magazin leichter lösen kann. Ansonsten, wie gesagt, alles nur für den Rechtshänder ausgelegt. So auch der Schlittenfanghebel, den ich jetzt nach hinten mache. Befindet sich jetzt hier keine Bibi mehr im Magazin, deswegen bleibt der Schlitten in der hinteren Position. Wenn ich jetzt den Schlittenfanghebel einmal runterdrücke, ja, fährt dieser wieder authentisch in die vordere Position. Schauen wir uns als nächstes den Abzug an. Da haben wir einen typischen Striker Fire Abzug, wie wir den hier auch von der Glock kennen. Mit dem Unterschied, schaut mal rein, dass der Abzug hier wesentlich breiter ist. Da ist der von der Glock filigraner. Schauen wir uns mal das Abzugsverhalten an. Wir haben hier einen Abzugsweg von ca. 3 mm. Und wenn ich jetzt weiter presse, ja, merkt man schon, man muss eine ganze Menge Kraft aufwenden, richtig viel Kraft und drücken, drücken, drücken. Das ist ja verdammt schwer. Was kann denn das nur sein? Zack, löst sich der Schuss. Gucken wir uns mal den Resetpunkt an. Auch 3 mm. Da, Klick. Aber verdammt schwer. Ich denke mal, wir schauen uns mal an, wie hoch hier dieses Abzugsgewicht ist. Ihr könnt ja mal schätzen. Ihr werdet überrascht sein. Wir haben hier nämlich ein authentisches Abzugsgewicht von 2,5 Kilo. Also für Airsoft-Spieler, die müssen sich erstmal richtig daran gewöhnen, dass sie hier am Abzug richtig drücken müssen, um einen Schuss auszulösen. Ist auch, wenn man jetzt auf Zielscheiben schießt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich zeige euch das mal im Vergleich mit so einer VFC-Glock ein. Denn da haben wir nämlich ein Abzugsgewicht von nur 1,8 Kilo. Das ist schon ein mächtiger Unterschied. Also wenn ihr zum ersten Mal mit der Steyr hier schießt, es ist normal, dass es ein bisschen schwerer geht. Schauen wir uns als nächstes das Magazin an. Das holen wir mal raus. Da drückt er hier auf den Magazinlöseknopf. Und das Schöne ist, es flutscht auch ohne Probleme aus der Airsoft. Wir haben hier ein CO2-Magazin mit einer Kapazität von 22 Schuss. Es gibt, hatte ich euch ja auch gesagt, auch Green-Gas-Magazine. Wie da die Gaseffizienz ist, kann ich euch leider zurzeit nicht sagen. Wer es hat, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich denke mal für die anderen auch ganz interessant. Ich konnte hier mit der CO2-Kapsel 2 Magazinladungen rausschießen, also 40 Schuss. Ich konnte noch ein drittes Magazin anfangen, aber das war von der Leistung her ja nicht mehr der Rede wert. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man hier die CO2-Kapsel einbaut. Da habt ihr hier unten den Magazinboden, den müsst ihr zunächst erstmal rausmachen. Dazu hier diese kleine Entriegelung drücken und dann könnt ihr den Magazinboden entfernen. Ja, so sieht er aus. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Sechskantschlüssel anzusetzen. Schraubt er mal ein bisschen lose, nur ein Stückchen. Dann nehmt ihr euch eine CO2-Kapsel, die könnt ihr nur auf einer Position reinbringen. Auf der, seht ihr, geht es nicht. Nur auf der reinsetzen. Und dann guckt ihr, dass das genau schön auf der Dichtung liegt. Dann nehmt ihr euch den Schraubenschlüssel, dreht an und dann einmal richtig festdrehen. Dann sitzt die CO2-Kapsel drin. Dann wieder die Kappe draufschieben und das Magazin ist einsatzbereit. So, dann haben wir die Airsoft so von außen durch. Was noch bleibt, sind die Internals, wie man die Airsoft hier teilzerlegt und wie wir hier die Griffrücken und Seitenpaneele tauschen. Und ich denke mal, das werden wir jetzt als nächstes machen. Zunächst entfernt ihr erstmal das Magazin, das legen wir mal zur Seite. Dann habt ihr hier an der Stelle einen Splint, den müsst ihr zunächst erstmal raushauen. Da ist er, ich lege ihn mal zur Seite. So, und dann, ja, seht ihr, fällt jetzt schon der Griffrücken ab.
Montiert ist hier von Hause aus die Größe M. Jetzt könnt ihr hier auf der Seite auch M abziehen, auf der anderen Seite auch. Und dann könnt ihr euch jetzt den Griff individuell einstellen. Im Lieferumfang habe ich einmal einen Griffrücken in S und in L und einen Satz Seitenpaneele in S. Ich werde das jetzt mal so machen, weil ich denke, das wird für mich perfekt sein. Ich werde jetzt hier auf der rechten Seite mir wieder das M-Panel ranmachen, aber auf der anderen Seite werde ich mir das S-Panel ransetzen. So. Und dann werde ich Griffrücken werde ich auf jeden Fall L nehmen. Und dann kann man das ja mal Probe anfassen. Sieht das so aus? Oh, absolut fantastisch. Das ist jetzt ja noch besser. Jetzt habe ich hier einen schönen breiten Rücken. Hier auch nochmal eine breite Auflage für meine Handinnenfläche. Und auf der Seite, wo die Finger wieder den Abzug, den Griff berühren, auf der anderen Seite ist es schön flach. Ich kann jetzt hier richtig schön rumgreifen. Und jetzt fässt sich das absolut fantastisch an. Wenn ihr dann damit zufrieden seid, so wie ich, nimmt ihr wieder den Splint, setzt ihn hier an und dann wieder rein damit und ihr habt den Griffrücken für euch angepasst. Machen wir als nächstes ein Teil zerlegen von der Steier. Um das zu machen, habt ihr ja hier an der Stelle die manuelle Transportsicherung. Die müsst ihr in ein Stück mit dem Finger reindrücken. Dann könnt ihr den Entriegelungshebel nach unten drücken. Einmal nach hinten gehen mit dem Schlitten nach vorne. Und jetzt, damit ihr ihn sauber abziehen könnt, einmal den Abzug ein Stückchen betätigen. Und dann könnt ihr den Schlitten nach vorne abziehen. So sieht er aus. Einmal umdrehen, dann die Federführungsstange abziehen. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Gummipuffer, den könnt ihr rausnehmen und dann könnt ihr den Outer Barrel abziehen und den Outer Barrel auch nochmal vom Inner Barrel trennen. Legen wir mal auch zur Seite und dann habt ihr die Steier zunächst erstmal teilzerlegt. Der Schlitten aus Aluminium gefertigt mit einer mattschwarzen Beschichtung macht hier auch im Inneren einen richtig guten Eindruck. Ihr seht, die Beschichtung ist komplett aufgetragen, hier wurde nichts gespart. Nozzle sitzt sauber in der Führung, dichtet auch hervorragend ab. Ein Blick nochmal auf den Outer Barrel, da haben wir hier an der Seite auch nochmal die Kaliberangabe 9x19, schön in so einem glänzenden Finish aufgebaut, nur von außen so aufgetragen. Wenn wir hier mal reingucken, sehen wir, wurde an Material gespart. Schauen wir uns den Inner Barrel nochmal an. Hier ist er. Da haben wir hier das Hop-Up-Einstellrädchen an der Stelle. Da könnt ihr hier mit dem Finger das Hop perfekt für euch einstellen. Kurz die Federführungsstange nochmal reingezeigt. Diese besteht komplett aus Kunststoff, abgesehen natürlich von der Stahlfeder. Schauen wir uns nun zum Schluss an, wie KJ Works hier den Modular Frame nachempfunden hat. Beim Original sind es nur 2 kleine Handschritte. Bei KJ Works ist es leider etwas komplizierter. Um hier die Triggerbox aus der Steier zu entfernen, müssen wir zunächst den Sicherungshebel in diese Position hier bringen. Dadurch lässt er sich entriegeln und lässt sich jetzt einfach rausziehen. Ja, den legen wir mal zur Seite. So, und als nächstes müssen wir jetzt mit dem Verriegelungsschlüssel, der normalerweise dafür da ist, die Waffe hier für den Transport zu sichern. Beim Original brauchen wir das Ganze jetzt hier nur reindrücken wieder und die Sicherungsposition bringen, sodass es hier einrastet. Und jetzt bräuchte man eigentlich nur noch ein Stückchen mehr reindrücken. Ja, und dann kann man die ganze Triggerbox hier entfernen. Das ist leider bei KJ Works nicht so. Da müssen wir jetzt hier eine Kreuzschlitzschraube lösen und auf der Seite auch noch mal 2. Das mache ich jetzt mal. So,
Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wie gesagt, beim Original hätten wir uns das hier sparen können mit den Schrauben. Jetzt muss ich hier, wie gesagt, die Transportsicherung ein Stückchen weiter reindrücken. Und jetzt kann ich, wenn ich das reindrücke, den Rahmen etwas rausziehen. So. Jetzt habe ich ihn. So, jetzt Folgendes. Ihr habt hier eine Feder und auf der anderen Seite auch noch eine Feder. Und hier habt ihr noch mal eine ganz lange Feder, die dafür da ist, hier den Verschlussfanghebel in die oberste Position zu drücken. Ich würde euch jetzt empfehlen, hier auf jeden Fall mit beiden Fingern hier festzuhalten und ganz vorsichtig alles rauszuziehen. Zack, da ist mir jetzt schon der Entriegelungshebel weggesprungen, habt ihr gehört? Muss ich gleich mal gucken. So, jetzt lege ich das hier mal vorsichtig zur Seite. So. Und jetzt begebe ich mich mal auf die Suche nach der Feder. Hier ist der Übeltäter, der mir gerade weggesprungen ist. Das ist die Entriegelung. Seht ihr, die ist gefedert. Und wenn ich das nämlich rausziehe, dann springt die richtig schön aus der Triggerbox auf. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Ich habe Glück gehabt, dass ich sie so schnell wiedergefunden habe. So, dann könnt ihr hier vorsichtig die Feder noch rausnehmen. So, ich lege die mal zur Seite. Dann könnt ihr das Bauteil hier auch rausnehmen. So. Dann habt ihr hier auch nochmal die Feder, die dafür sorgt, dass der Schlittenfanghebel greift. Die könnt ihr rausnehmen. Schlittenfanghebel raus. Ich baue das nicht komplett auseinander, nur so ein bisschen, damit ihr da mal was sehen könnt. Jetzt müsst ihr hier wieder mit der Feder aufpassen. Ich drehe mal um. So. Dann habt ihr hier noch eine Feder, die hole ich mal raus. So. Seite hier legen und dann können wir das Teil hier auch noch rausnehmen. So, dann haben wir erstmal alle Teile entfernt, die einen auseinanderfliegen können. Schauen wir uns die Materialien der Baugruppen an. Da haben wir einmal die Abzugsstange, die ist aus Aluminium gefertigt, Schlittenfanghebel aus Stahl, Disconnector, hier alles aus Stahl gefertigt. Dann der Hammer aus Stahl, Firing Pin auch komplett aus Stahl. Die Triggerbox ist aus Aluminium gefertigt, Abzug natürlich aus Kunststoff. Also soweit alles absolut solide gebaut und auch zuverlässig. Jetzt haben wir das Griffstück soweit leer geräumt. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist, dass wir jetzt den Magazinlöseknopf von der linken Seite auf die rechte Seite legen. Das könntet ihr auch machen, wenn die Triggerbox verbaut ist, aber dann braucht ihr auf jeden Fall eine Zange. So jetzt ohne Triggerbox geht das auch mit einem Finger. Ich halte jetzt hier mal kurz ins Licht. Könnt ihr hier drinnen die Feder sehen. Die müssen wir jetzt aushaken und das können wir jetzt, da die Triggerbox weg ist, auch mit dem Finger machen. So, dann kann ich die rausnehmen. So sieht sie aus. Und jetzt kann ich den Magazinlöseknopf einfach abziehen und auf der anderen Seite wieder reinstecken. Ja. Jetzt haben wir hier den Knopf auf der Seite und jetzt brauchen wir nur wieder die Feder nehmen, nur gedreht und jetzt hier einmal schräg in die Einsparung reinhängen und dann einfach wieder in Spannung bringen. So, jetzt habe ich sie jetzt sozusagen einfach nur in diese Aussparung reingesteckt. So. Einhängen und dann habe ich den Magazinlöseknopf jetzt auf der anderen Seite. Machen wir mal einen kleinen Test. Magazin rein, hält, draufdrücken, funktioniert tadellos. Und da sind wir angekommen bei meinen Pro und Kontras heute, die KJW ASG Steyr L9A2MF als Gas Blowback. Ja, und da fangen wir gleich mit dem ersten Pro-Punkt an. Und das ist, ja, wir haben endlich eine Steyr L9A2 als Gas Blowback. Da habe ich ewig drauf gewartet. Als Non-Blowback gab es die ja schon jahrelang und GBB hat ewig auf sich warten lassen. Und jetzt ist sie endlich da. Zweiter Pro-Punkt, Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit. Hier hat KJW wirklich erste Sahne gearbeitet. Allein dieses Griffstück fässt sich so wertig und so stabil an. Einfach traumhaft. Und dazu kommt ja noch, dass wir diese
diese Ergonomie haben, das würde ich eigentlich auch als Positivpunkt auch noch mal reinpacken, die Airsoft fässt sich absolut fantastisch an. Und das Schöne ist, dank dem Zubehör, was noch mit dabei ist, packe ich auch noch mit dazu als Pro-Punkt. Wir haben mehrere Griffrückenteile, Seitenteile, sodass ihr euch die Airsoft hier nach eurer Handgröße ohne Probleme anpassen könnt. Nächster Pluspunkt sind für mich die Steyr-Markings. Die sind schön tief ins Material eingelassen, nicht draufgelasert, und das macht es wirklich sehr, sehr wertig und authentisch. Also für jeden Sammler eigentlich ein Must-Have. Nächster Pluspunkt ist, wir haben sogar eine manuelle Transportsicherung wie beim Original. Die Präzision ist hervorragend, auch das Einstellen des Hop-Ups richtig gut, sodass das Schießen und Handhaben mit der Airsoft hier einfach nur ein Traum ist. So, und jetzt denke ich, habe ich alle Pluspunkte beisammen. Fangen wir mit den Neutralpunkten an. Da haben wir als erstes die CO2-Effizienz. Ich schaffe mit einer Kapsel gerade mal 2 Magazine, 2,5 Magazine rauszuholen, also 40 Schuss auf jeden Fall mit einer guten Leistung. Beim dritten Magazin baut das zu stark ab. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Spannend ist da auch, wie das dann mit dem Gasmagazin ist, ob es da eine bessere Effizienz gibt. Vielleicht habe ich die Chance, es doch mal zu testen. Dann ja, der nächste Neutralpunkt ist das hohe Abzugsgewicht. Ich lasse es mal als Neutralpunkt drin. Kommt immer darauf an, ob man das als Spieler sieht oder als Sammler. Als Sammler finde ich, das ist fantastisch, wenn eine Airsoft ganz nah ans Original geht, und 2,5 Kilo Abzugsgewicht ist schon am Original dran. Auch für Sportschützen, die eine Steyr haben und die sich dieses Modell jetzt hier als Trockentrainingsgerät holen, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Airsoft-Spieler müssen sich erstmal dran gewöhnen, die haben keine 1,8 Kilo mehr, sondern 2,5. Die müssen sich dran gewöhnen, dass der Schuss ein bisschen Kraft braucht, bis er rausbricht. So, letzter Neutralpunkt. Ich habe echt überlegt, ob ich den als Negativpunkt mache. Ich mache es aber als Neutralpunkt, weil es jeder anders sieht. Ich sehe es richtig kritisch, und ich hebe mir das daher für mein persönliches Fazit und der Kaufempfehlung auf. Aber ich haue es jetzt hier erstmal als Neutralpunkt rein. Und das sind, sieht man ja schon auf der Seite, das sind diese hässlichen, dicken, fetten ASG-Markings und nochmal die GSG-Markings, die hier einfach lieblos auf den Schlitten draufgebracht worden sind und sozusagen alles kaputt machen, für was diese Airsoft hier steht, für was KJW hier eigentlich ihre Arbeit gelassen hat. Das ist für mich wie Wandschmiererei. Mag Spielern jetzt nicht so wichtig sein, die wollen einfach nur diese Airsoft haben, weil sie dieses Modell, diese Formen ganz toll finden. Aber für Sammler ist das ein absolutes No-Go, aber ich packe es jetzt wirklich mal als Neutralpunkt rein. Negativpunkt habe ich eigentlich nicht. Ist eine absolut fantastische Airsoft zu einem guten Preis mit einem schönen Zubehör dabei. Also gibt es eigentlich nichts zu meckern. Von daher würde ich sagen, haben wir den Part jetzt abgeschlossen. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit und der Kaufempfehlung. Ja, mein persönliches Fazit und meine Kaufempfehlung fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Ich mag die Steyr total. Ich mag die von der Optik her. Ich mag, wie KJW die gebaut hat. Von den Materialien, von der Passgenauigkeit, von diesen richtig schönen Steyr-Markings. Das ist einfach toll. Und dieses ganze Zubehör, was dabei ist, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, stimmt einfach alles durchweg. Und es macht einfach Spaß, mit der zu schießen. Obwohl, ich habe schon gesagt, das ist so passgenau, das Ding. Man kann sich das alles anpassen und traumhaft. Es gibt nur halt beziehungsweise zwei Dinge, die diese Airsoft komplett für mich persönlich zerstören, und was für mich auch der Grund ist, warum ich sie nicht behalte. Mag für manche vielleicht albern sein, aber für mich ist es wirklich ein Grund, und es leuchtet hier schon wieder rein. Diese dicken, fetten ASG-Markings, dieses fette, weiße GSG, auch wenn GSG das jetzt nach unten gepackt hätte, dezent, ja, ich halte es mal weg, sieht das immer noch absolut scheiße aus, ja, und da frage ich mich, wozu gibt ASG Geld aus?
investiert in KJW, damit die eine authentische Steyr auch produzieren, die wirklich absolut fantastisch ist. Und dann kommen sie und ballern da ihr ASG-Logo rauf. Das habe ich so noch nie gesehen, so extrem hässlich. Wenn ich mir jetzt hier so eine VFC nehme, ja, hier steht nirgendwo VFC drauf. Ja? Nirgendwo haben die sich verewigt. Und wer sich verewigt hat, ist hier Umarex mit dem F, der PTB-Kennzeichnung, alles schön dezent hier unten, perfekt für den Sammler. Und das, was ASG hier macht, das ist ein absolutes No-Go, das hasse ich wie die Pest, ja. Geht gar nicht. Und das ist jetzt nicht nur bei dieser Steyr, das ist bei der CZ, das ist bei der Scout, bei allem, was sie da rausbringen, hauen die ihr Marking hier drauf. Nimmt es doch als Aufkleber, ja. Wer da gerne Werbung machen will für ASG, lässt den Aufkleber dran. Und für die, die das nicht mögen, die können das abziehen. Aber so ist man gezwungen, man ist auch wirklich gezwungen, das Teil jetzt hier so zu kaufen. Schuld daran ist auch wieder dieses F. Ja, würden wir jetzt hier in Österreich wohnen oder weiß ich wo, könnte ich mir das Teil in Asien bestellen. Bei eine richtige KJW ohne den ASG-Branding würde wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, wegen Transport, Zoll und so weiter. Aber dann hätte ich die Möglichkeit, auch sowas zu besitzen ohne ASG. So wird einem das hier richtig aufgezogen und das hasse ich. Ja. Von daher, wer damit leben kann, kann sie gerne kaufen. Für mich ist es leider eine No-Go und ich finde das mega traurig, weil ich zeige es nochmal rein. Sie ist einfach genial, ja. Ich drücke mal noch mal ein paar ab. Ja, einfach cool. Schöne Airsoft. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ASG hat sich dieses Video auch angeschaut und überdenkt mal ihre Geschichte. Ich denke mal, die haben ja auch Spaß, irgendwie Airsoft zu bauen, denke ich mal. Warum verschandelt ihr das? Warum verschandelt ihr das? Lasst ASG das Logo komplett sein, ja, als Aufkleber, wie gesagt, oder packt das hier alles dezent nach unten, ja. Und dann würde das schon was sein, aber so muss ich ehrlich sagen, schade, schade, schade. Ich bin richtig traurig. Ich mag sie. Aber sie geht zurück. Das war es von mir gewesen. Bruce, BB2K Airsoft Channel. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf und gibt es ein weiteres Video von mir. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mal unten in die Kommentare, was haltet ihr generell hier von der Steyr L9A2? Wäre das was für euch? Was ist eure Meinung zu diesen hässlichen Markings? Seht ihr das genauso oder seid ihr nicht so pingelig wie ich? Haut das alles mal unten rein. Ja, das war's von mir. Und da kommt einmal noch und dann bin ich raus.